Völlig zu Recht hagelt es hier immer Kommentare, wenn wir Bikes um die 10.000 Euro vorstellen. Heute haben wir mit dem neuen Radon Deft ein EMTB am Start, das explizit mit einem fairen Preis überzeugen will. Als billig kann man das neue E-Enduro zwar nicht bezeichnen, doch dafür hat schon das Einstiegsmodell wirklich viel zu bieten. Was das ist und wie sich die Neuauflage des Radon Deft bei uns im Test geschlagen hat, bleibt dran, dann wisst ihr mehr. Es gibt ja einige Marken, die dafür bekannt sind, dass sie eine besonders gute Ausstattung zum fairen Preis anbieten. Doch eine Brand setzt bei dem Thema gerne nochmal einen obendrauf. Der deutsche Direktversender Radon. Das gilt auch oder vielleicht sogar besonders für die E-Mountainbikes der Marke. Wir haben hier das ganz neue E-Enduro Deft am Start. Zugegeben, das sieht seinem Vorgänger ziemlich ähnlich, doch tatsächlich hat Radon einiges verändert. Am wichtigsten natürlich der Motor. Das Bike läuft jetzt mit dem neuen Bosch Performance CX. Und wenn ihr wissen wollt, was der Motor kann und was sich im Vergleich zum Vorgänger verbessert hat, hier oben verlinke ich euch unseren ausführlichen Testartikel. Mit dem neuen Motor kommt natürlich auch die neue Batterie. Alle Bikes, auch das günstige Einstiegsmodell, haben den PowerTube 800 an Bord. Der bietet logischerweise mehr Reichweite als der 750er im Vorgänger. Und er ist obendrein sogar noch leichter. Und zwar ganze 400 Gramm. Auch beim neuen Deft kann die Batterie ganz einfach nach vorne aus dem Unterrohr geklappt werden. Die Befestigung vom Akkucover hat Radon aber verändert. In den letzten Jahren wurde der Deckel von einem Gummiband gehalten. Stattdessen gibt's jetzt einen knackigen Druckknopf. Gesteuert und bedient wird der Performance CX von der Mini-Remote am Lenker. Die funktioniert kabellos über Funk. Das ist besonders praktisch, wenn ihr mal am Cockpit schrauben müsst, weil das Gefummel mit den Kabeln fällt weg. Und auch optisch ist das ein absoluter Gewinn. Im Oberrohr sitzt der Systemcontroller. Da seht ihr den Akkustand und die Unterstützungsstufe über die farbigen LEDs. Und dabei haben wir nochmal etwas Besonderes, nämlich der Systemcontroller sitzt auf einer Adapterplatte. Das ist bei vielen Bosch-Bikes so, die aktuell neu auf den Markt kommen. Wir haben zwar ehrlich gesagt noch keine Details dazu, aber wie es aussieht, ist der Rahmen schon für eine neue Generation von Bosch-Displays vorbereitet. Dem Topmodell Deft 10.0, das wir hier im Test haben, spendiert Radon noch dieses schicke Display. Das Purion 400 sitzt direkt hinter dem Lenker und ist damit gut vor Fremdeinwirkungen geschützt, zum Beispiel bei einem Sturz. Eine Navigationsfunktion habt ihr zwar nicht dabei, aber viele wichtige Infos werden euch richtig schön klar und scharf dargestellt. Bei den anderen Modellen der Deft-Linie könnt ihr das Display theoretisch nachrüsten. Und wenn ihr wollt, auch gleich auf eines der größeren Kiox-Modelle gehen. Die haben dann auch ein Navi mit dabei, sitzen aber etwas exponierter am Cockpit. Also genau wie ihr wollt. Jetzt kommen wir aber zum Bike an sich. 3 Hardfacts sind beim Alten geblieben. 170 mm Federweg vorne und hinten und bei der Laufradgröße an beiden Rädern 29 Zoll. Optisch sieht der ganze Rahmen seinem Vorgänger extrem ähnlich. Er ist aber komplett neu. Alleine schon, um den neuen Motor und den 800er Akku aufzunehmen. Aber auch an der Geometrie hat Radon gefeilt. Das Bike gibt's in 3 Größen von M bis XL. Bei Größe Medium ist die Geometrie sehr ähnlich geblieben. L und XL fallen aber deutlich länger aus. Das gilt für Reach und Radstand. Außerdem sind die Sitzrohre kürzer und der Sitzwinkel etwas steiler. Der Lenkwinkel, der bleibt bei 64,5 Grad, was für ein Enduro sehr moderat ist. Aber über die Lagerschalen im Steuerrohr könnt ihr den Lenkwinkel ganz unkompliziert um 0,8 Grad abflachen und das Bike damit auf mehr Laufruhe und Fahrsicherheit trimmen. In Summe ist das zwar keine drastische Neuinterpretation, aber schon eine spürbare Modernisierungskur. Apropos spürbar. Wie fühlt es sich jetzt also an, mit dem neuen Deft über die Trails zu cruisen? Die erste Abfahrt hat mich persönlich echt überrascht. Ein eher flacher, flowiger Trail mit richtig coolen Kurven und kleinen Hüpfern. In genau so einem Gelände sind dicke E-Enduros oftmals too much, denn der üppige Federweg und das höhere Gewicht hemmen den Fahrspaß. Das ist mit dem Deft nicht so, denn das Bike bleibt spritzig und lebendig. Das liegt zum einen an der nicht ganz so krassen Geometrie und auch an den richtig leichten Laufrädern, die Radon verbaut hat.
Die Heckfederung arbeitet echt sensibel und saugt auch kleine Hindernisse gierig auf. Trotzdem bleibt der Pop erhalten und man kann das Bike an Sprüngen gut in die Luft ziehen. So ein richtig verspieltes Trailbike ist das Deft allerdings nicht. Mit den langen Kettenstreben ist es eher schwer aufs Hinterrad zu bewegen und enge Kehren brauchen mit dem langen Radstand auch etwas mehr Körpereinsatz. Auf krassen Trails hingegen bringt die Länge des Bikes viel Sicherheit und das hochwertige Fahrwerk mit einem Fox Factory X2 Dämpfer sorgt für Ruhe. So muss man sich keine Sorgen machen, wenn es mal grob und ruppig wird. Ein richtiges Race-Enduro für die Jagd nach Bestzeiten will das Deft aber nicht sein. Das Gute daran, das Bike funktioniert zwar weniger als krasse Maschine für richtig fiese Abfahrten, aber dafür umso mehr als starker Allrounder. Also, egal ob ihr auf dem Home Trail unterwegs seid oder auch mal auf harte Strecken abbiegt, mit dem Deft seid ihr in Summe gut beraten. Und wenn ihr eher auf der derben Seite unterwegs seid, dann könnt ihr mit dem Update auf den flacheren Lenkwinkel über den Steuersatz noch mehr Nehmerqualitäten rausholen. Auch auf Touren funktioniert das Deft echt gut. Die Sitzposition ist definitiv etwas sportlich angehaucht, denn der Sitzwinkel ist eher klassisch. Ihr sitzt also eher zentral über dem Bike als betont weit vorne. Das ist dann angenehm, wenn ihr auch mal längere Strecken im Flachen absolviert. Ich persönlich habe den Sattel etwas weiter nach vorne geschoben, damit ich auch in steilen Uphills zentral genug im Bike sitze und nicht nach hinten wegsacke. Dann klettert das Deft auch richtig gut. Wenn es steil wird, spielen natürlich die langen Kettenstreben ihre Stärken aus und das Bike lässt sich entspannt kontrollieren. Die weiteren Tourenkompetenzen: Mit dem dicken Akku ist die Reichweite richtig stark und der Komfort ist durch die fluffige Heckfederung auch sehr hoch. Ausstattungsseitig hat Radon eigentlich an alles gedacht. Maguras Gustav Pro verzögern richtig zuverlässig und mit den extra dicken Scheiben 2,5 mm sind die Stopper extrem standfest. Besonders auf langen und steilen Alpenabfahrten oder auch bei schweren Piloten zahlt sich das aus. Am Hinterrad sitzt ein Maxxis DHR2 mit der pannensicheren Double-Down-Karkasse. Mir persönlich taugt da besonders die gute Dämpfung und das Fahrgefühl, das der Reifen mitbringt. Und vorne gibt's die ganz weiche Max Grip Gummimischung. Im Nassen habt ihr damit spürbar mehr Grip und seid im Gelände sicherer unterwegs. Kleiner Patzer allerdings: Die Teleskopstütze bietet in Rahmengröße L nur 150 mm Hub. Das ist für moderne Standards etwas wenig. Für unseren Test hat uns Radon das Topmodell 10.0 zur Verfügung gestellt. Das wiegt genau 24,5 Kilo in Größe L, was für ein E-Enduro mit entnehmbarem 800er Akku und einer soliden Ausstattung ein sehr ordentlicher Wert ist. Kostenpunkt 7.199 €. Ja, ich weiß, das ist eine Menge Geld, aber mit Carbonrahmen, Fox Factory Fahrwerk, SRAMs XO Eagle Transmission Funkschaltung und einigen Carbon-Parts ist das wirklich ein ziemlich einzigartiges Paket zu diesem Preis. Und, wie versprochen, zum Abschluss werfen wir noch einen Blick auf das Einstiegsmodell. Für 5.299 € bekommt ihr am Deft schon ein Fox-Fahrwerk, das gleiche Chassis und den identischen Bosch-Antrieb wie beim Topmodell. Noch dazu eine Shimano XT-Schaltung. Mehr braucht man eigentlich wirklich nicht, um im Gelände Gas zu geben. Laut Radon soll das 8.0 nur 300 Gramm schwerer sein als das getestete Topmodell. Also für preisbewusste Trail- und Enduro-Biker ist das definitiv einen genaueren Blick wert. Das war's auch schon wieder mit dem Check des neuen Radon Deft. Ich freue mich, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Wenn ihr euch so für Mountainbikes interessiert, möchte ich euch noch unsere gedruckte Ausgabe vom Bike Magazin empfehlen. Die gibt's einmal im Monat mit vielen Tests und spannenden Insights aus der Bikeszene. Ihr findet das Heft am Kiosk eures Vertrauens oder auch als Digitalversion. Alle Infos dazu hier oben im Link. Und wenn ihr doch lieber rein digital dranbleiben wollt, abonniert unseren Kanal, dafür gibt's direkt hier den Button. Dann sehen wir uns schon bald wieder mit weiteren News vom Bikemarkt. Ich freue mich drauf.